Was waren die Beweggründe? Muss man ja sicher mal Gedanken drüber machen, warum haben wir das gemacht? Hier wird für uns noch eine Lichtleiste mit reinkommen und das ist kein Werbedeal, wobei, falls ihr das auch seht, könnt ihr mir gerne einen Werbedeal anbieten, würde ich in jedes Vorführfahrzeug mit reinblicken. Was halt wirklich krass ist, ist, wie hell das ist. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt, aber ein paar Kleinigkeiten möchte ich euch an der Stelle dann doch zeigen. So, hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Heute haben wir nämlich was Besonderes vor, und zwar zeigen wir heute so ein bisschen, was von unserem aktuellen Touring Vario Vorführer los ist, und dafür habe ich schon mal einen Schlüssel geholt. Wir gehen nämlich raus, weil echt der Winter heute mit solchen Schneeflocken eingekehrt ist. Sekunde, ich muss mir eine Jacke mitnehmen, es ist mir nämlich draußen viel zu kalt. Ein kurzes Stopp an dieser Stelle. Bevor das Video weitergeht, für euch ein kleiner Hinweis. Am Freitag, den 13.12. um 18 Uhr machen wir unseren letzten Livestream für dieses Jahr bei uns auf den Kanälen. Das heißt, wenn ihr Fragen habt zum Modelljahreswechsel 24/25, zu unseren Marken, zu der aktuellen Marktsituation, zum Facelift vom neuen Ducato, was immer euch einfällt, seid herzlich eingeladen. Freitag, 13.12. 18 Uhr. Hier bei YouTube auf diesem Kanal. Ich freue mich auf euch. Und wir gucken uns nämlich draußen das Auto an, was da steht. Es wird nämlich so früh dunkel, dass wir echt unseren Rhythmus wieder ein bisschen ändern müssen und früher anfangen müssen. Ich habe gedacht, wir nehmen das mal als Anlass, vielleicht auch einmal hier über den Hof zu gehen. Dann habt ihr so ein bisschen eine Idee, was los ist, weil ja echt viel in der Branche los ist. Und dann kann ich euch noch 2, 3 Autos zeigen, die vielleicht auch für den einen oder anderen hier ganz interessant sind. Wir haben so unsere normale Aufstelldachecke, den ersten New Kelsey endlich da. Das ist ein Kepler 6, den haben wir leihweise von Westfalia. Der stand in Düsseldorf auf der Messe, da haben wir auch ein Video zu gemacht. Der ist, glaube ich, preislich ganz attraktiv. Ein Jules Verne auch, weil jetzt im Prinzip, bleiben wir kurz stehen. Genau, pop, so bleibt er stehen. Wir dieses Jahr so ein bisschen ja eine Sondersituation haben. Gibt ein neues Gesicht beim Mercedes, gibt ein neues Gesicht beim Fiat, und wir sind ja jetzt gerade an dem Punkt des Modellwechsels. Und es sind nicht mehr viele Autos, weil das meiste, was ich hier sehe, sowieso verkauft ist. Aber der Jules Verne und der Summit, zu dem machen wir ein separates Video, sind super attraktive Autos, die da sind. Und dann haben wir noch 2 Vorführer Summit 6, also ein Summit 600 Plus und ein Summit Shine 600R Plus, die auch super attraktiv sind. Und die ersten neuen Autos. Das sind die ersten 25er Columbus, die da sind, ein 600er und ein 540er, dass wir endlich die ersten neuen Autos zeigen können. Und obwohl die Höfe überall so ein bisschen voller sind, ich meine, ihr seht, wir haben Parklücken, es ist alles da, sind wir eher am Kämpfen und am Suchen von attraktiven Autos. Und wenn man die richtigen Autos hat, wenn ich zum Beispiel den Regent S nehme, das ist eigentlich als Vorführwagen geplant gewesen, montags angeliefert, mittwochs verkauft. Das attraktive Autos gehen super schnell. Aber das ist eigentlich gar nicht der Inhalt des heutigen Videos. Wir wollen uns heute diesen Pössl Touring Vario angucken. Endlich. Bitte? Endlich. Endlich, sagt er. Ja, stimmt. Wir haben gesagt, ich fange direkt mit dem Video an, und irgendwie bin ich da ein bisschen vom Thema abgekommen. Und bevor es... Ich meine endlich, weil so viele haben schon gefragt. Ah, stimmt, doppelt endlich. Zu lange gezögert bis hier hinten. Und es war tatsächlich immer wieder, wann kommt denn endlich, was ihr umgebaut habt an dem Video. Und dadurch, dass es heute so früh dunkel wird, haben wir den großen Vorteil, dass wir gleich auch mal ein bisschen rumfahren können und das mit dem Licht ausprobieren können. Das will ich euch nämlich auch zeigen. Das wäre im Sommer gar nicht gut gekommen. Und ich würde vorschlagen, bevor es hier endgültig dunkel wird, ziehe ich den Wagen mal aus der Lücke raus. Wir gucken uns kurz an, was wir von draußen modifiziert haben, weil da 2, 3 Sachen dran sind, die ich euch einmal zeigen will. Und wir ziehen so ein bisschen, ich würde sagen, so eine Art Zwischenfazit. Das Auto wird noch bei uns als Vorführer bleiben. Eine Art Zwischenfazit aus dem ersten Jahr, so nach dem Motto, was wir gut fanden, was wir nicht so gut fanden, weil es bei jedem Auto spezifische Dinge gibt. Aber damit wir jetzt erstmal Fahrwerk, Felgen und die Trittstufe sehen können, hole ich das Auto mal vor, stelle das hier irgendwo mitten in Gang, und dann laufen wir mal gemeinsam rum, bevor es dunkel wird. Da ist das Ding, würde ich sagen.
Ja, wir hatten ja als vorherigen Vorführer den Columbus mit dem Aufstelldach und wir haben einfach für uns gedacht, man muss wirklich mal einen direkten Vergleich ziehen zwischen dem klassischen oder zwischen den beiden Familienkonzepten. Einmal dem Aufstelldachprinzip oder dem Prinzip des aufgesetzten festen GFK-Hochdaches, was alles seine Vor- und Nachteile hat. Was ich ganz klar sagen kann, dieses Auto begeistert mich an vielen Stellen. Es gibt aber auch ein paar Haken, die dran sind. Der allergrößte Haken an dem Auto ist, dass er jetzt ungefähr 1,5 Jahre alt ist und noch nicht mal 7.500 Kilometer drauf hat, weil wir einfach kaum vom Hof kommen hier und gar nicht dazu kommen, die Autos richtig zu nutzen. Das ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits dürfen wir euch mit Hobby beglücken und interessante Sachen zeigen und es macht sicherlich sehr viel mehr Spaß, bei Traumumsetzungen dabei zu sein, als Probleme zu lösen. Aber das heißt im Umkehrschluss, weil die letzten Jahre eben für uns als Branche dann doch auch relativ gut gelaufen sind, dass viel Arbeit auch da geblieben ist. Und dadurch ist der Wagen eindeutig zu wenig genutzt worden. Ich hatte einen Turbin Vario für uns als Vorführer konfiguriert und bestellt. Dann gab es diese ganze Lieferthematik mit den Autos, die zu spät gekommen sind. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, guck mal, mein Auto ist da. Das, was ich eigentlich als Vorführwagen nehmen wollte, das nehmen wir, um eine Lücke zu stopfen für einen Kunden. Und dann habe ich geguckt, welche Autos haben wir noch im Vorlauf und habe geguckt, welcher davon passt am besten zu dem, was ich möchte. Das heißt, das ist jetzt nicht ein Auto, was ich von der grünen Wiese an konfiguriert habe, sondern wo wir aus einem bestehenden Fahrzeug gemacht haben, was wir für richtig halten. Und da kann man auch tatsächlich viel machen. Das Auto hat so ein paar Sachen gehabt, die haben mich gestört. Fangen wir mit den Kleinigkeiten an. Der Wagen hatte keine LED-Scheinwerfer. Die wollte ich gerne haben. Dann würde das so aussehen wie hier bei dem Concorde Compact, der übrigens auch gerade einen neuen Besitzer gefunden hat. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das sind die schöneren Scheinwerfer. Die gab es hier nicht, also die hatte der Wagen nicht rein konfiguriert. Habe ich gesagt, macht auch nichts. Jetzt haben wir da Osram Nightbreaker drin und das Ergebnis ist echt phänomenal. Und wem das nicht reicht, das checken wir nachher im Dunkeln mit den Scheinwerfern. Ich will nicht sagen, kann man Wände durchbrechen. Die bleiben natürlich gleich hart, aber man kann echt weit gucken. Aber das waren so Kleinigkeiten. Dann hatte ich eigentlich für mich mal ein Auto konfiguriert, das kann man hier wunderbar sehen, mit dem schwarzen Kühlergrill. Hatte der nicht, haben wir irgendwo einen mit silbernem, der hat einen silbernen Kühlergrill stehen gehabt. Ich sagte, okay, das müssen wir ändern, weil mich das gestört hat, weil wir alles schwarz-weiß haben. Das heißt, wir haben den Kühlergrill und das Fiat-Logo hier einfach in schwarz foliert, um so ein bisschen das Silberne aus der Front rauszunehmen. Gefällt mir optisch so sehr gut, kann ja aber auch jeder selber für sich entscheiden. Und dann ist natürlich bei so einem Auto mit so einem hohen Schwerpunkt, es ist ja immer das Gewichtsthema, über das man sich konkret unterhalten muss bei so einem Auto. Und man muss auch ganz klar sagen, man muss sich überlegen, wie die Optik sein soll. Was für mich klar war, nachdem wir mit dem Columbus-Vorführer vorher so bombastische Zufriedenheit mit dem Fahrwerk hatten, ist, wie wir das Fahrwerk angehen wollen. Ich wollte auf jeden Fall 18 Zoll Felgen drauf haben. Und ich wollte auf jeden Fall andere Stoßdämpfer und Federn vorne und hinten haben. Was wir final hier gemacht haben, ist, dass wir vorne die Koni-Dämpfer in Rot drin haben, zusätzlich mit einer VB-Feder, um das Auto etwas höher zu legen. Guck mal hier rüber. Das ist hier quasi die Originalhöhe mit dem Originalrad. Und wenn man hier rüber guckt, sieht man ja, wie viel mehr Raum hier dazwischen gekommen ist. Das ist natürlich eine Art Fake-Allrad. Das ist mir schon klar, dass der auch kein Allrad ist. Aber die AT-Bereifung, die wir genommen haben mit den 18 Zoll Felgen, sorgt einmal dazu, dass wir insgesamt mehr Bodenfreiheit haben. Ich mich also auf dem Feldweg irgendwo wohler fühle. Und sorgt auch dazu, dass man eine Art Zutrauen hat in den Weg, weil wir durch das robustere Profil, ich eben auch denke, dass man den einen oder anderen Sandhügel durchschreiten kann. Die Felge, die wir hier drauf haben, ist eine Typ 44 Felge von ORC. Da war ich ehrlicherweise leidenschaftslos und da muss man ganz klar sagen, sind wir vielleicht auch sind wir auch eine Art Markenbotschafter von ORC, um den Satz sinnvoll zu Ende zu sprechen. Und die Felge hat ORC neu ins Programm genommen und hat gesagt, wir würden uns durchaus wünschen, dass das auch das ein oder andere Mal gezeigt wird, damit die Leute einfach zur Kenntnis nehmen, dass es dieses Design gibt, weil sich das ja so ein bisschen an den Delta-Felgen orientiert. Den Sprinter, den wir eben gesehen haben, der hat diese Telefonwählscheibe mit drin. Und das ist ja so ein bisschen das Design, was ORC hier mit aufnimmt, dass da, wo der Sprinter die runden Löcher hat, hier halt eine andere Form genommen wird, aber auch mit diesem angedeuteten Schutzring,
den man auch in unterschiedlichen Farben haben kann, das so ein bisschen tougher offroadiger ist. Hätte man auch jede andere Felge nehmen können. Ich finde, es passt zu dem Auto. Ich kriege aber immer mal wieder das Feedback, dass es Leute gibt, die sagen, oh, das ist mir eine Nummer zu viel. Und da würde mich interessieren, wenn ihr die 18 Zoll Felgen anguckt, habt ihr eine favorisierte, weil wir jetzt die nächsten Vorführwagen auch wieder ausstatten müssen und wollen. Also gebt mir doch mal ein bisschen Feedback, was ihr dafür nehmen wollt. Das heißt, an der Vorderachse Koni-Dämpfer, VB, Zusatzfeder und die 18 Zoll Felgen. Und hinten im Prinzip ein ähnliches Paket. Koni-Dämpfer. Überhaupt machen die Koni-Dämpfer vom Federungsverhalten wahnsinnig viel aus. Die Felgen sind die gleichen, ist klar. Und dazu haben wir hier eine Luftfeder mitgenommen. Dadurch fährt das Auto insgesamt ein bisschen höher. Man kann damit nicht wirklich das Niveau regulieren. Das dauert mir zu lang. Das mache ich weiterhin mit Keilen. Aber das Auto fährt so toll. Für mich zwei riesengroße Vorteile. Ich kann auflasten auf 4,25 Tonnen. Das haben wir auch gemacht, weil wir zu viert sind. Ich brauche über meinen Körperbau nicht mehr allzu viel sagen. Ich bin groß, ich bin schwer. Ich mag es total gerne, Sachen mit dabei zu haben. Ich bin gerne gut vorbereitet. 4 Fahrräder, 4 Personen. Da braucht man viel Gewicht. Und das ist mit 3,5 Tonnen wäre mir das zu sparsam. Deswegen haben wir aufgelastet. Und das Zweite ist, dass mit diesem hohen Schwerpunkt des Autos, wenn du schnell in eine Kurve fährst, neigt der sich vorne so ein bisschen rein. Immer. Wenn man links rum fährt, geht er so ein bisschen in den Knick. Und durch diese geänderten Feder und Dämpfer ist das komplett weg. Wir haben eine Markise angebaut, das ist klar. Nennen wir es Liebe zum Detail oder mein Spleen, die Schiebetürschiene schwarz zu machen, weil ich einfach finde, dass die silbernen Schiebetüren-Schienen nur bei ganz wenigen Autos nicht störend sind. Ich habe die schwarz gemacht. Wir haben ein paar Sicherheitsschlösser mit dran gemacht. Wir haben eine Anhängerkupplung, da wäre ich auch gute Ideen dankbar. Fahrradträger für 4 Personen. Was ist das Konzept? Bist du eine Familie mit 3 oder 4 Fahrrädern? Ne, mit 3 weiß ich selber, was gut geht. Mit 4 oder mehr Fahrrädern? Schreib mir mal bitte in die Kommentare, was du für ein Prinzip verwendest, weil ich das total spannend finden würde. Wir fahren immer noch mit einem Thule-Träger durch die Gegend mit 4 Fahrrädern drauf. Super unkomfortabel, super nervig im Beladen. Die Lösungen, die es gibt, sind alle mit irgendwelchen Kompromissen verhaftet. Von Minute gibt es jetzt eine neue Lösung, das gucken wir uns noch mal im Detail an. Aber da werden wir Stück für Stück in den nächsten Wochen und Monaten noch drauf eingehen. Und dann, das soll jetzt nicht respektlos dem Auto gegenüber sein, sondern es ist so robust geworden, haben wir, damit wir das von außen auch sehen, diese Kunststoffblende, die eigentlich dort ist, noch mal gegen so eine Riffelblechplatte getauscht. Für die Optik, für den Style. Und wenn das Auto aufgelastet ist, ist das mit dem Gewicht ja sowieso erstmal egal. Was super wichtig für mich ist, was ich großartig finde an dem Auto, das sieht man vielleicht von drinnen, auch wenn es jetzt halbdunkel ist, auch gleich nochmal. Wir haben da oben das Zusatzfenster in der Heckwand. Das kann man super schön aufmachen, weil keiner rein kann, keiner raus will ja keiner dadurch, aber keiner rein kann, man eine tolle Belüftung hat, man ganz viel Licht und Luft von oben hat, ohne dass das Einbruchsthema mit da ist. Ja, das ist unser Turbin Vario, der Vorführwagen, ach das Wichtigste, Trittstufe, von außen. Und das habe ich mehrfach übers Jahr in Videos immer mal wieder angedeutet. Wir haben eine andere Trittstufe dran. Klassische Trittstufe kennt ihr alle, fährt normal raus. Und dann gibt es eigentlich von den Sprinter Allradfahrzeugen, den Schlüssel habe ich stecken lassen, Sekunde. Von Alpha Dynamics diese Trittstufe. So, was waren die Beweggründe? Muss man ja sicher mal Gedanken drüber machen, warum haben wir das gemacht? Zum einen habe ich gedacht, guck mal, wenn hier wir nochmal die Trittstufe angucken. So sah das normalerweise aus, die gleiche hing da auch dran. Ist eine normale Trittstufe, kann man machen, ist super praktisch, nicht so richtig elegant, wird immer mal wieder schmutzig und ich wollte gerne was anderes ausprobieren. Mein Mikro ist wieder frei. Das, was ich nicht bedacht habe, ist, dass irgendwie im Campingurlaub das Rein-Rauslaufen anders ist als im klassischen Transportereinsatz. Was mega cool ist, dass wenn du die Tür zumachst, die Trittstufe Zuziehhilfe zieht die Tür rein, Trittstufe fährt automatisch rein, du musst dich nicht kümmern. Was ich dachte,
Ist beim Sprinter nämlich so, dass die Trittstufe weiter wegfährt und wir mehr Bodenfreiheit generieren. Das ist hier tatsächlich kaum der Fall, ist zwar minimal, aber nicht entscheidend, weil die Trittstufe auch dran bleibt. Beim Sprinter würde sie so wegfahren, dass man es gar nicht sieht, weil da mehr Raum ist. Was mega cool ist, ist die Beleuchtung, dass hier 2 Lampen drin sind. Das gefällt mir richtig gut. Wo wir lange dran getüftelt haben, ist, wie wir es machen, dass die Trittstufe auch draußen bleibt. Also wir haben jetzt quasi eine doppelte Trennung, weil du musst ja Absicherungen in alle Richtungen schaffen. Wenn du den Motor anmachst, darfst du nicht vergessen haben, dass die Trittstufe drin ist, dann muss sie reinfahren. Aber du willst auch, wenn du lange in Dänemark an einem Platz stehst, nicht bei jedem Mal Schiebetür auch zu, dass die rein und raus fährt. Das mag sie technisch können. Das fand ich aber total störend, weil man auch immer das Geräusch hat. Und deswegen haben wir quasi einmal eine Sperre, dass ich sie abschalten kann, dass sie draußen bleibt. Die Sperre aber wieder überstimmt wird, wenn ich das vergesse und trotzdem losfahre. Hat ein bisschen Gehirnschmalz gekostet, funktioniert jetzt aber hervorragend. Das heißt, technisch alles super, alles toll. Rein, alles super, alles toll. Schritt rein und alles ist gut. Der große Knackpunkt, und das muss sich halt jeder überlegen, ob der Style-Faktor und die breitere Trittfläche und das Licht ihm das wert ist oder ihr das wert ist, wenn ich rauskomme. Habe ich eine normale Trittstufe, trampel ich hier einfach hin, lauf raus und gut ist. Habe ich diese Trittstufe, muss ich im Prinzip meinen Bewegungsablauf anpassen, weil ich immer den Fuß ein bisschen drehe. Und ich habe immer Angst, dass wenn man mit hektischen Kindern unterwegs ist, die rein, rausrennen, dass irgendwann mal jemand nicht aufpasst. Nichts passiert, das haben ganz viele verschiedene Leute ausprobiert, ist alles fein, ist aber was in meinem Kopf so ein bisschen ein Nachteil ist. Und unterschlagen will man an der Stelle natürlich auch nicht, dass diese Trittstufe einfach relativ teuer ist. Wir gucken nachher mal gemeinsam auf die Liste, aber ich würde sagen, die Trittstufe alleine kostet irgendwie 1200, 1300 Euro, so in der Größenordnung. Beim Tuven Vario nicht ganz so schlimm, weil die Trittstufe nicht serienmäßig ist. Das heißt, ich spare bei Pössl 550 Euro für die Trittstufe, zahle nur noch die Differenz drauf und habe so halt cool. Und ich finde, zu so einem schwarz-weißen Auto mit den Felgen passt es gut. Würde ich es beim nächsten Auto nochmal so machen, zum Zeigen? Ich weiß es nicht genau. Wahrscheinlich würde ich es an die Sprinter anbauen, die Offroader, die wir da haben, und sagen, guck mal, das kannst du haben, guck dir das Video zu dem Auto an und überleg dir, ob du es möchtest. Was man jetzt hier nicht sehen kann, energetisch haben wir natürlich auch massiv aufgerüstet. Wir haben 2x120 Watt auf dem Dach, wir haben eine Internetantenne aufs Dach gebaut, wir haben eine 200 Ampere-Stunden Lithium-Batterie mit reingemacht. Das Auto war in der gesamten Zeit, in der es genutzt wurde, von verschiedensten Leuten hier als Vorführwagen und zum Ausprobieren, nicht am Netzstrom und es hat immer alles funktioniert, obwohl wir einen 600 Watt Wechselrichter mit dabei haben. So, jetzt haben wir uns doch deutlich länger. Ich wollte eigentlich nur einmal eine kurze Runde drumherum, aber wir haben heute festgestellt, kurz und knackig ist nicht so meine größte Stärke, weil ich dann immer denke, oh, du musst noch mal den Winkel beleuchten und den Winkel beleuchten, damit ihr die Entscheidung fällen könnt, wie sie für euch richtig sind. Deswegen gehen wir jetzt rein und widmen uns dem Innenbereich. Den Grundriss vom Tuven Vario kennt ihr ja zur Genüge, wollen so ein bisschen Fazit ziehen und so viel haben wir drin, glaube ich, gar nicht geändert, aber ein paar Kleinigkeiten möchte ich euch an der Stelle dann doch zeigen. Also, lasst uns mal reingehen und weiter gucken. Ja, herzlich willkommen im sehr kalten, aber doch irgendwie gemütlichen Auto. So, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man so in Autos geht, die man schon länger kennt, wo man einfach sofort weiß und Verbindungen hat zu bestimmten Sachen und sofort weiß, ah, guck mal, hier an der Ecke habe ich mich auch mal gestoßen beim Rein- und Rausgehen ins Bett. Da haben wir total schön gespielt, hier ist das toll, da ist das toll. Ich fühle mich dann immer sofort heimisch. Das ist halt immer eine Form von Urlaub, die man hat, wenn man in so einem Auto unterwegs ist. Egal, ob das beruflich oder freizeitmäßig ist, wenn ich in ein Wohnmobil einsteige. Ich habe heute Morgen nur eine Anhängerkupplung bei Citroën anlernen dürfen. Und ich steige ins Auto ein und in dem Augenblick, wo ich im Auto sitze, fühlt sich das an wie Urlaub, obwohl es nicht mal mein eigenes Auto war. Von innen, um das kurz zu sagen, wir haben nicht so unendlich viel modifiziert. So ein Auto, gerade wenn es so diese Phase als Vorführwagen hat, ist ja im Prinzip ein schleichender Prozess. Es kommen immer wieder Sachen mit dazu. Es fehlt uns noch sowas wie eine Raintec Außenleuchte. Das, was ich vorhin eingangs gesagt habe, bei uns sind die Prioritäten halt ganz klar. Wir machen erst Kundendinge fertig und unsere eigenen Sachen stellen wir mal so ein bisschen hinten an, weil es ja auch nicht lebensnotwendig ist, wenn so eine ob eine Regenrinne da ist oder nicht. Gerade bei so einem Vorführwagen. Aber da fehlen noch so ein paar Sachen mit drin. Was halt
ich denke, in jedem Auto immer fehlt, sind solche Themen wie Haken. Das heißt, wir haben an diversen Stellen Kleiderhaken mit dran, dass man Jacken und all sowas weghängen kann. Mache ich auch bei vielen Vorführwagen, bevor wir sie verkaufen, dass ich einfach in die Autos gehe und sage, Haken, 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 da, da, da. Das kostet super wenig Geld und der Mehrwert ist einfach total gewaltig. Der Turbo Vario hat ja prinzipiell so ein paar Alleinstellungen gegenüber allen anderen Fahrzeugen. Und das, was natürlich, umso größer du bist, umso mehr ist das Gefühl der Alleinstellung natürlich diese Größe, diese schiere Höhe, die einfach da ist. Ich messe das jetzt nicht, aber auch heute gar nicht zum Messen dabei, weil es ja um so ein bisschen eher emotional, was war gut, was war nicht so gut. Aber über mir mit 1,92, mit fetten Schuhen an, mit dicker Mütze auf, ist immer noch Raum und da ist immer noch super viel Stauraum. Das ist übrigens ein super tolles Fach. Da passen Handtücher, Wolldecken, das ganze Gelumpe, was man sonst so rumfliegen hat, einfach mit rein. Was dieses Auto an Sachen wegschluckt und du immer noch fächerfrei hast, ist unglaublich. Immer im Verhältnis eines 6 Meter Kastenwagens. Klingt so ein bisschen wie die Praktika-Werbung. 20% auf alles, außer Tiernahrung. Warum auch immer. Die kommt, ich weiß nicht, die ist in meinem Kopf leider sehr präsent. Dabei habe ich nicht mal ein Tier. Das zweite, was halt total die Alleinstellung des Autos ist, ist das Schwenkbad. Und da muss ich sagen, Fazit nach 2 Jahren hier im Betrieb. Großartig mit kleinen Einschränkungen. Ich zeige euch mal, was für mich, jetzt habe ich natürlich heute auch sehr viel an. Klappen wir mal die Toilette hier hoch. Wenn ich mich auf Toilette setze, so. Hier ist die Tür, da bin ich relativ eng dran, da bin ich relativ eng dran. Wenn ich mich hier hinsetze, dann habe ich immer so ein bisschen das Dilemma, dass ich, die Tür kann ich jetzt nicht zumachen, dann seht ihr nichts mehr, aber es ist mir hier immer einen kleinen Tick zu eng. Das heißt, die vorhandene Schwenkwand macht es einfach für mich relativ eng. Das ist alles in Ordnung und ich finde es auch schön. Und was ich auch wirklich toll finde, ist das mit dem Duschen. Aber die Schwenkwand hat natürlich auch auf der anderen Seite Pro und Contra. Ich meine, wir sind an einem Kastenwagen, wir haben eine Dusche. Ich kann hier stehen, ich kann mich hier duschen. Das ist alles toll. Aber richtig viel Bewegungsfreiraum habe ich nicht. In einem Westfalia Columbus, der die schlechtere Lösung des reinen Duschvorhangs hat, jetzt habe ich schon wieder hier das Ding drüber, der die schlechtere Lösung des reinen Duschvorhangs hat, es ist zum Beispiel so, dass dadurch keinerlei Raum verschenkt wird und ich hier diesen ganzen Bereich, den jetzt die Schwenkwand wegnimmt, als Ausgleichsbereich sozusagen für meinen Arm habe. Das heißt, auch da, so schön das von der Höhe ist und so toll ich das Schwenkbad finde, dir muss einfach klar sein, wenn du groß und kräftig bist, kommt ein Schwenkbad irgendwann an die Grenzen. Wir haben Leute, die sind noch mal eine ganze Ecke kräftiger als ich und lieben ihre Schwenkbäder. Also man muss das einfach ausprobieren. Das ist ja auch nachher ein Verhältnis Beinlänge, Oberkörpergröße, muss jeder für sich selber gucken. Und hier für das Auto stehen halt noch diverse Projekte in der Pipeline. Wir haben eine Trenntoilette dafür schon liegen, die wollen wir noch mal einbauen, weil ich das auch unbedingt ausprobieren will, weil wir super viel Trenntoiletten verkaufen und man da ganz viele Erfahrungswerte hat, aber nichts geht eben darüber, dass in so einem Vorführwagen für das, was wir hier haben, einfach auch selber mal auszuprobieren. Was großartig ist, ist das Bett oben drüber. Wir tauschen mal Plätze, damit ihr oben einen Blick reinwerfen könnt und dann erzähle ich euch, warum ich das so toll finde. Gemessen, gelegen, das haben wir ja alles schon so viel. Ein riesen Gamechanger für uns, auch wenn das ein total doofes Wort ist, aber es trifft in der Situation tatsächlich zu, finde ich, ist das mit dem Dach oben. Es ist von außen nicht die schönste Lösung, es ist nicht die eleganteste, man ist doch ganz schön viel Wohnmobil so von der Optik, bleibt aber ja immerhin 6 Meter kurz. Was toll ist, ist, wenn wir so Jahreszeiten wie jetzt haben, dass du einfach durch das feste GFK-Dach nicht mehr so wetterabhängig bist. Wenn es regnet, dann regnet es. Wenn es eiskalt ist, dann ist es eiskalt. Heizung an, alles ist gut. Das war im Columbus mit dem Aufstelldach auch gut gelöst, weil wir dort ja mit den Isomatten im Aufstelldach auch bei deutlichen Minusgraden oben drin schlafen konnten. Das ist natürlich hier, weil das quasi innen im Auto ist, noch ein bisschen besser. Was ein bisschen verloren geht durch das innenliegende Bett, ist dieses Zweiraumkonzept. Beim Aufstelldach kannst du einfach sagen, Aufstelldach hoch, Kinder rein, Leiter wegnehmen, hast du deine Ruhe. Hier bleibst du in einem Raum, was total schön an vielen Stellen ist, aber man kann sich auch nicht mehr so richtig aus dem Weg gehen. Zusätzlich durch das GFK-Dach und die Höhe des Autos gewinnt das natürlich, weil obwohl ich 1,92 bin, ich kann zwar hier nicht mehr aufrecht stehen,
Aber selbst wenn das Bett runtergeklappt ist, hast du kein Problem. Und da kommen wir hier auch gleich, das zieht, da kommt die kalte Luft her, zum nächsten Problem und zum Projekt, was noch kommt. Das ist kein echtes Problem. Hier fehlt noch Licht. Hier wird für uns noch eine Lichtleiste mit reinkommen, dass man einfach hier mehr Licht hat. Wenn du abends spielst, gemütlich sitzt, alles fein, alles gut, gerade mit der indirekten Ambientebeleuchtung und so, alles toll. Wenn du arbeiten willst, also auf Papier arbeiten willst, wenn der Laptop leuchtet, ist auch egal, dann fehlt hier ein bisschen Licht. Das werden wir für uns noch mal gerade rücken sozusagen. Das ist technisch relativ einfach. Da kommt eine schöne Lampe hier hin und dann ist das auch fein. Ein kleiner Kritikpunkt finde ich auch an dem Auto ist, dass im Vergleich zum Westfalia Columbus, den muss ich ja nun mal, weil das der vorherige Vorführwagen war, ziehen, ist, dass du insgesamt zwar viel, viel mehr Stauraum hast, was uns aber ein bisschen gefehlt hat bei dem anderen, im Vergleich zum anderen Auto, ist, dass die Bank deutlich schmaler ist. Das heißt, man muss in der Breite ein bisschen gucken. Und also wenn ich jetzt mit Freunden fahren würde, für zweimal große Erwachsene ist die Bank fast zu eng. Da werden wir wahrscheinlich noch mal ein bisschen über eine Verbreiterung nachdenken, dass man nicht während der Fahrt, das ist kein Problem. Aber wenn du abends 5 Stunden was spielen willst, dann will man sicher nicht die ganze Zeit auf der Pelle hocken. Ansonsten finde ich das hier vorne eine total gemütliche Atmosphäre. Und was man jetzt im Dunkeln natürlich nicht sieht, ist, dass dadurch, dass das Bett oben komplett wegklappt, man das gesamte Tageslicht von draußen mit reinlässt. Das heißt, ihr habt die 50×70 Dachhaube, die da oben über dem Bett ist, die beiden seitlichen Fenster, hinten nochmal die Dachhaube und das Fenster hinten und so viele Fenster, dass dieses Auto super hell ist. Bei einem Aufstelldachauto liegt das Aufstelldach drauf und dann gibt es Hersteller wie Westfalia, die dann hier vorne das Skyroof haben, was mir zum Beispiel super fehlt, weil ich mich schon umgewöhnen musste, hier mitzufahren, weil das Skyroof hier ja weiter hoch geht und der Querstreifen weg ist. Das geht hier nicht anders und für das innenliegende Bett bin ich bereit, diese Kröte zu schlucken. Aber der freie Durchgang vom Skyroof nach hinten, das Raumgefühl mit dem Glasdach hier, ist schon auch Bombe gewesen. Ja, so Kleinigkeiten, die uns aufgefallen sind, wenn wir hier die Autos miteinander vergleichen, ist, wir haben ja jetzt hier einen klassischen Kühlschrank vorne dran. Das ist mega toll, dass der auf der Stirnseite ist. Und wir sind tatsächlich auch sogar einen Tick besser damit klargekommen als mit der klassischen Kühlbox, die zwar deutlich weniger Energie braucht, weil einfach weniger Kälte rausfällt, aber gefühlt ein bisschen enger und ein bisschen kleiner ist. Und dann sind es halt super viele Kleinigkeiten. Hier mit der klappbaren Arbeitsplatte, die hier mit dran ist. Die ist nicht wirklich riesig, aber wenn du hier sitzt, der Tisch voll ist und du deine Getränke da hinstellen kannst und sie eben nicht immer umkippen, super praktisch. Was ich mega gut fand, ist die Besteckschublade. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ein bisschen vollgemüllt, aber wir haben hier in der Schublade eine zweite Schublade und in diese beiden Schubladen geht so unglaublich viel rein. Mega cool, hat mir richtig gut gefallen. Und das ist kein Werbedeal, wobei, falls ihr das auch seht, könnt ihr mir gerne einen Werbedeal anbieten. Würde ich in jedes Vorführfahrzeug mit reinblicken. Gehen wir mal bitte ein bisschen rum. Wir fangen an, unsere Autos mit den Silvi-Sachen auszurüsten. Es funktioniert erstaunlich gut. Dieses Glas, jetzt haben wir kein Gewichtsfernsehen, ist ein schweres Kristallglas. Da ist nichts geschraubt, weder die Schiene ist gegen die Decke geschraubt, noch die Gläser dagegen und es bleibt alles hängen. Und du hast kein Klappern mehr, die Gläser, jetzt ist alles ein bisschen staubig, ist halt Winter. Die Gläser stehen fest, es passt und du kannst dir es hinhängen, wo du willst. Hier werden noch überall Gewürze und all sowas hinkommen. Das kostet im Verhältnis dafür, dass es nur Gläser sind die Silvi-Sachen echt toll, echt teuer. Aber ich finde eben auch echt toll. So, jetzt müssen wir noch mal Plätze tauschen. Ich will euch nämlich noch ein Highlight hinten aus der Kuschelzone, Bettzone, dem Schlafbereich zeigen, weil da unfassbar viel Stauraum drin ist. So, auch hier haben wir oben mit dem Mini-Heki eine schöne Dachhaube hinten. Das Fenster habe ich ja schon gesagt und die Fenster hinten. Relativ viel Licht und Luft. Bei dem Columbus, den wir hier vorher als Vorführer hatten, hatten wir seitlich noch ein Fenster nachgerüstet. Das Bedürfnis habe ich hier zum Beispiel überhaupt nicht, weil hier genug Licht ist. Durch die große Höhe des Autos haben wir hier super viele offene Ablagen. Da muss man ein bisschen sortieren, was man drin haben will, aber gibt es halt Boxen, die quasi genau passen. Und jeder hat so sein Fach, wo sein Elektro-Lade-Gedödel, all solche Sachen drin sind.
Und das, was halt echt krass ist, sind die Schränke hier oben. Da passt so viel rein. Brauchen wir jetzt ja nicht im Detail überall hingucken. Sind einfach auf der Seite 3 große Schränke und hier drüben 2, die auch nochmal richtig viel Raum mit sich bringen. Und damit einfach viel drin ist. Was beim neuen Modell ein bisschen besser gelöst ist, ist, dass die Leiter jetzt unten steht und die Schränke hier anders aufgeteilt sind. Das ist hier tatsächlich nicht ganz so glücklich. In der Praxis nicht ganz so relevant, weil die Leiter bei uns sowieso fast nie hier drin steht und wir das eher als Kleiderschrank genutzt haben. Spürbar kleiner und dann fahren wir auch gleich, weil jetzt, oh, wir haben echt lang geredet. Das wird schon wieder so ein ellenlanges Video. Es tut mir leid. Vielleicht teilen wir es in 2. Nee, machen wir nicht. Wir fangen nicht an mit solchem Quatsch. Uns geht es um Informationen, also natürlich irgendwie auch um Klicks. Also gerne liken, subscriben und Glocke aktivieren und alles, was dazugehört. Aber es geht vor allem um Informationen zu den Videos. Der Heckstauraum hier ist spürbar kleiner. Das ist auch noch ein Projekt fürs nächste Jahr. Da muss noch so ein Auszugssystem rein, damit man den Raum nutzen kann. Aber wenn man den Stauraum vom Columbus nimmt und alles, was da drin war, in so ein Auto hier umpackt, passt das hier alles rein. Und am Ende sind meine beiden Stand-Up-Paddleboards übrig geblieben. Die gehen dann einfach nicht mehr, weil der Westfalia mit seinem konsequenten Setzen auf die Dieselheizung mehr Stauraum drin hat und wir hier drunter den Frischwassertank haben, da den Gaskasten und hier so eine Technikecke, wo man nicht so richtig gut laden kann. Dadurch habe ich zwar viel Stauraum hier in der Mitte, den haben wir mit so Stapelboxen, kann man den perfekt nutzen, aber es ist ein bisschen kleiner als beim 6 Meter Columbus. Ja, wenn ihr Fragen zu so einem Auto habt, aus der Praxis, in der Theorie, schreibt es einfach in die Kommentare, nehmt Kontakt zu uns auf, dann gucken wir uns das gerne mal an. Und ansonsten denke ich, dass der Pössl, ich muss gerade überlegen, ich habe so viel über den Columbus eben geredet, der heißt doch Pössl Turbo Vario, dass der Pössl Turbo Vario wirklich ein super schönes Auto ist, was für Familien echt viel kann. Lass mich mal kurz über die Liste gucken, mal gucken, ob ich was vergessen habe. Nee, wir gucken, das haben wir alles, da haben wir überall drüber gesprochen. Die Frage, die am Ende wahrscheinlich noch offen ist, wenn man das alles haben will, was hier drin ist, und das ist wirklich großer Motor, Automatik, Navigation, Lithium, Solar, Trittstufen, Anhängerkupplung, alle möglichen Lampen, Haken, Steckdosen, Wechselrichter, Fahrwerk, Felgen, all das, was ihr in der letzten wahrscheinlich fast Stunde gesehen habt, haben wollt, was ist die Zahl, die dann unterm Strich steht? Kann man sehen? Das ist natürlich auch der Wahnsinn. Das ist mir durchaus auch klar, dass sich das aufsummiert. Jetzt sind hier viele Sachen drin, die wir für euch ausprobieren. Die Trittstufe, was haben wir hier am Ende? Lass mich mal drauf gucken. Mit Montage 1295 €. Würde ich nicht nochmal ausgeben, bin ich ganz ehrlich. Das ist eine super gute Trittstufe, spricht technisch nichts dagegen, würde ich nicht nochmal ausgeben. Und so sind so ein paar Sachen drin, die toll sind, aber sicher nicht für jeden das Richtige. Nachlass gibt es da drauf ja auch noch. Wenn irgendwie jemand sagt, boah, genau so stelle ich mir meinen Turbo Vario vor, den will ich haben. Vielleicht finden wir ja sogar eine Möglichkeit zusammenzukommen. Dann müssen wir uns halt ein neues Auto ausstatten. Wäre ich vielleicht auch bereit für. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen dunkel, aber wenn wir euch zeigen wollen, wie toll die Lampen sind, dann brauchen wir das Dunkle. Und das wird das Dilemma sein. Aber ich schmeiße irgendwo am Deich Vladi gleich raus. Und dann blenden wir ihn mal ordentlich mit unseren Scheinwerfern, weil die echt hell sind, damit ihr eine Idee davon bekommt, was das ausmacht und ob das was ist, wo ihr sagt, jo, ich fahre so Strecken, bei denen das sinnvoll ist oder nicht. Insgesamt haben wir vorne am Cockpit gar nicht so unendlich viel geändert. Der Wagen hatte ab Werk kein Radio. Das hat uns hier die freie Hand gegeben bei der Wahl des Radios. Da haben wir ein cooles Kenwood-Radio genommen. Das 992 heißt das. Das ist relativ groß, so ich würde sagen iPad-Größe. Hat einen super hochauflösenden Monitor mit Apple CarPlay und allem, alles was das Herz begehrt. Und ich zeige euch da noch eine Kleinigkeit, was wir da angeschlossen haben, was ich super charmant auch fand. So, jetzt fahren wir hier mal rein und gucken mal, wo... Ne, wir machen das anders. Da vorne ist dunkler. Fahren hier rechts rein.
So. Wir haben ja jetzt die Osram Nightbreaker. Das ist schon mal ein relativ gutes Licht. Ich glaube, man kann so nicht allzu viel auf dem Kamerabild sehen. Ich mache jetzt einfach mal dazu das normale Fernlicht an. Das ist das normale Fernlicht. So würde es auch mit Osram Nightbreaker aufgerüstet, muss man fairerweise dazu sagen. Und das ist, wenn wir die Scheinwerfer da rein machen. Das ist einfach so wie Tag hell. Das finde ich wirklich krass. Ich hoffe, ihr habt einen einigermaßen Eindruck davon bekommen. Was halt wirklich krass ist, wie hell das ist. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so rüberkommt, aber du kannst halt im Stockfinsteren machst du es an und hast das drin. Wenn du sagst, ich will nicht so viel Geld für Personenschutzbügel, Lampen und sowas ausgeben, dann gibt es auch Lampensets, die man in den Kühlergrill integriert. Es gibt auch Leute, die sagen, ich mag diesen Personenschutzbügel nicht optisch leiden. Kann ich auch verstehen, der ist schon irgendwie dominant. Aber man muss eben auch klar sagen, wenn man so dicke Felgen drauf hat und sowas drauf macht, ich finde, zu diesem Auto passt es thematisch hervorragend mit dazu. Insgesamt ein super schönes Auto auf jeden Fall. Das zweite, was ich euch zeigen wollte, ist, wenn man so ein Radio aus dem Zubehör hat, das ist jetzt natürlich hier leider sehr dunkel und stockfinster, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, wir haben bei dem Auto hier ein elektrisches Ablassventil fürs Abwasser montiert. Das heißt, wenn es regnet, brauchst du nicht aussteigen, kannst hier auf den Knopf drücken, kannst sagen, okay, ich will die Kamera sehen. Und dann haben wir die Unterflurkamera, wenn man ein Stückchen fährt. Man kann jetzt im Dunkeln nicht so viel sehen, aber man sieht die Blätter und ihr könnt perfekt sehen, wo ihr drüber fahrt. Das finde ich total angenehm, was da ist. So, was haben wir noch? Wir machen mal hier ein bisschen Lichter an. So viel mehr gibt es hier ehrlicherweise gar nicht zu zeigen. Wir haben einen ganz normalen Fiat Ducato mit allem, was das Herz begehrt. Was einem halt klar sein muss, in dem Augenblick, wo du das Fahrzeug auflastest, in dem Augenblick, wo du das Auto auflastest, ist Tempolimit 100 angesagt. Das ist manchmal nervig, aber, und das muss man auch ganz klar sagen, durch die Auflastung kommen wir super entspannt am Urlaubsort an und es dauert manchmal eine halbe Stunde länger. Stört mich eigentlich überhaupt nicht, oder ich habe gedacht, das würde mich viel häufiger stören. So wie es ist es total fein. Deswegen wäre für mich die ganz klare Handlungsempfehlung, wenn so ein großes Auto, wenn ihr mit 3 oder 4 Personen fahrt, dann ist eigentlich ein 6 Meter oder 636 Kastenwagen kein 3,5 Tonnen Fahrzeug mehr. Da muss man realistisch auflasten. Alles andere ist mit extremer Sparsamkeit in Sachen Gewicht oder Überschreiten der Regeln verbunden. Und das Tempolimit 100, Tempomat an, Thema erledigt, funktioniert auch. Und der ein oder andere mag da eine andere Toleranz haben und sagt, fahre ich vielleicht einen Tick schneller. Mich stört es überhaupt nicht, mit Tempomat das entspannt anzugehen. Kann man toll im Hörspiel hören, kann man sich gut unterhalten, alles ist cool. Das ist ein Tubin Vario. Modelljahr ist von dem Auto hier 2024. Ich finde es ein tolles Auto. Für Familien, glaube ich, eine absolute Empfehlung. Eine der schönsten Varianten. Ihr müsst euch nur mit der Außenoptik anfreunden können. Wir können das wunderbar und dementsprechend werden wir dieses Traumauto noch ein Jahr als Vorführwagen bei uns behalten. Euch bestimmt noch das ein oder andere Update zeigen, gerade von dem, was jetzt noch kommt. Vielen Dank fürs Zusehen, dass ihr das ganze Video mit dabei wart. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, genießt die Vorweihnachtszeit. Bis bald bei uns in Stowe. Und alles Gute habe ich gesagt. Alles Gute und bis bald. Tschüss.